Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bevor wir mit diesem Video loslegen, möchte ich Sie um Verzeihung bitten, wenn ich Sie dazu verurteile, in diese Watschenpappen mit geschwollener Backe sehen zu müssen. Ja. Nein, meine Frau hat mich nicht dabei ertappt, wie ich einer anderen unter dem Rock gesehen habe, so wie einer meiner Freunde behauptet hat, denn da würde ich noch schlimmer aussehen. Ich kämpfe seit einiger Zeit mit einer wahnsinnig hartnäckigen Kieferentzündung, die mir den Schlaf raubt. Die Auswüchse dieser Kieferentzündung sehen Sie schon bei den beiden letzten Videos, also da ging es schon los, aber ich befinde mich aktuell auf der Siegerstraße und hoffe, das Ganze bald besiegt zu haben. Ja, so viel dazu. Also nochmal Verzeihung, wenn Sie da in diesen Luftballon hineinsehen müssen. Ich bin selbst nicht erfreut darüber. Ja. Dann noch etwas. Nach der Veröffentlichung des Videos über den Australian Cattle Dog ist mir aufgefallen, dass ich etwas ganz Wichtiges vergessen habe. Ich habe da den American Staffordshire Terrier als eine Art Trendrasse bezeichnet, aber vergessen zu erwähnen, dass es da draußen unzählige Hundehalter dieser Rasse gibt, welche ihre Hunde auf fantastische Art und Weise halten und führen. Gutes Beispiel ist einer meiner besten Freunde, der Evangelos, im Besitz von Mila, einer wunderschönen American Staffordshire Terrier Hündin, der diese perfekt hält und führt. Das wollte ich noch gesagt haben, weil es sehr wichtig ist. So, nun zum heutigen Video. Black and Tan. Schwarz und braun. Schwarz mit Brand. Eine wunderschöne Farbe in der Hundewelt. Besonders dann, wenn das Tan, das Braun, der Brand von satter, rötlicher Farbe ist und die Hunde in der Sonne stehen, damit förmlich leuchten. Wunderschön. Es existieren recht viele Hunderassen, welche diese Farbkombination vorweisen. Manche davon ausnahmslos, andere eventuell. In diesem Video möchte ich Ihnen 20 Hunderassen präsentieren, die mit dieser Farbe geschmückt sind oder geschmückt sein können. Beginnen wir mit der kleinen Abteilung und legen gleich mit dem Chihuahua los. Ja, die offiziell kleinste Hunderasse der Welt ist ziemlich häufig mit dieser Farbe anzutreffen. Auch die Mexikanerhündin meines Bruders ist ein Black and Tan Mädchen. Aufgeweckte, oft überaus selbstbewusste Zwerge sind das, die früher in Mexiko die Häuser von Mäusen reinigten, aber auch das eine oder andere Mal als Bettwärmer für die Kinder galten. Chihuahua. Der Prager Radler. Klar erkennbare Verwandtschaft mit Pinschern. Wie der Name schon sagt, als Feuerwehr im Einsatz, wenn es ums Thema Ratten ging. Auch dieser Hund läuft in Black and Tan herum. Das kann auch der Zwergpinscher, ein schwarzbraunes Abziehbild des vorherigen Hundes oder umgekehrt. Feurige kleine Racker, die ebenfalls gegen Ratten und Mäuse vorgingen. Auch der English Toy Terrier reiht sich nahtlos in diese Anatomie ein, möchte ich sagen. Erschaffen aus kleinwüchsigen Manchester Terriern jagt auch er die Ratte und das Kaninchen, lauter Rattenfighter. Folgen noch einige. Der Dackel. Klein, aber ein knallharter Jäger, der es häufig mit Fuchs und Dachs zu tun bekam. Schwarz mit rotem Brand steht dem Dackel besonders gut. Wir haben hier einen Black and Tan Dackel, den Archie. Schöne Hunde. Der Lancashire Heeler. Was der Begriff Heeler bedeutet, habe ich beim Video über den Australian Cattle Dog schon erklärt. Also der Lancashire Fesselbeißer. Ein kleiner Viehtreiber, der ebenfalls auf die Kaninchen- und Rattenjagd ging und ein entzückend aussehender Hund ist. Der Chevalier King Charles Spaniel. Auch diesen Hund trifft man in Black and Tan an. Der war früher äußerst beliebt am englischen Königshof. Der deutsche Jagdterrier. Ein Temperamentsbündel, mutig, schnell, stark und wahnsinnig leistungsfähig.
Während andere Hunde noch zögern, hat der Jagdjäger seine Aufgabe schon erledigt und fragt nach der nächsten. Die sind oft so gepolt, diese kleinen Teufel. Ja? Der deutsche Pinscher. Zur Bewachung und Ratensäuberung von Pferdeställen war dieser Hund da. Wegpinschen, was so viel bedeutet wie wegbeißen. Musste ja Fremde, welche sich unerlaubt den Pferdeställen näherten. Tolle, robuste und sehr leistungsfähige Hunde sind das, die Pinscher. Gefallen mir sehr gut. Auch der Manchester Terrier, der dem deutschen Pinscher sehr ähnelt, darf hier natürlich nicht fehlen. Abstammend vom alten Black and Tan Terrier wurde auch er jagdlich geführt und musste ebenfalls Haus und Hof ratenfrei halten. Die österreichische Brandl-Brake. Eine von 5 österreichischen Hunderassen, die mit den anderen außer dem österreichischen Pinscher zu den tollsten Jagdhunden der Welt zählen. Und das sind auch sehr schöne Hunde. Die ungarische Brake. Der Brandl-Brake anatomisch ähnlich. Eine ungarische Brake soll der Lieblingsjagdhund von Vlad Dracula gewesen sein. Sie kennen diesen Woiwoden aus der Walachei wahrscheinlich besser unter dem Namen Graf Dracula. Der Kelpie. Genauso wie der Cattle Dog auch. Ein australischer Hüte- und Treibhund und genauso ein Powerhouse wie der Cattle Dog. Ein unermüdlicher, wunderschöner Arbeiter. Der Gordon Setter, ein Vogelhund aus Großbritannien. Ein Sitting Dog, ein Sitter, ein Setter. Ja, aus diesen Begriffen leitet sich der Begriff Setter ab. Spürt das Wild mit hoher Nase auf und setzt sich in gewissem Abstand davor nieder, um es seinem Besitzer, dem Jäger, anzuzeigen. Schöne Hunde. Der Black and Tan Coonhound, ein Hund aus den US-Südstaaten, für die Jagd auf Waschbären gezüchtet, ein sehr schöner Jäger, der häufig mit sehr liebenswürdigem Familiencharakter ausgestattet ist. Sind schöne Hunde, die Coonhounds. Der Hoverwart. Gelb, schwarz oder schwarz mit Brand können Sie auf diesen tollen Gebrauchshund treffen. Hoverwart ist abgeleitet von Hofwächter. Dieser Hund ist ein zuverlässiger Aufpasser und ein toller Gebrauchshund. Der Bouseron, ein wunderschöner französischer Schäferhund, welcher anatomische Ähnlichkeiten zum Dobermann vorweist, besonders dann, wenn die Ohren kopiert sind, was ja heute in Österreich, Deutschland und umliegenden Ländern verboten ist, aber in anderen nicht. Ja, und wenn dann ein Bouseron mit kopierten Ohren bei Ihnen vorbeiläuft, kann er schon sehr an einen Dobermann erinnern. Er ist nicht ganz so führig wie der klassische Gebrauchshund, aber wenn man mit diesem Hund umgehen kann, ist das ein Genuss. Ich durfte mal mit einer Bouseron-Hündin am Platz arbeiten. Die ging wie ein Gardesoldat. Der Rottweiler. Ganz klar, einer der bekanntesten Großen auf der ganzen Welt. Ein fantastischer Alleskönner, stark, beeindruckend, intelligent, ein allgemein toller Hund. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Der Dobermann. Als reiner Schutzhund entwickelt. Die schönsten Arbeiten habe ich mit diesen Hunden am Platz hingelegt, das kann ich Ihnen sagen. Ein guter, gesunder Dobermann zählt für mich persönlich zu den 10 tollsten Hunderassen auf der ganzen Welt, da fährt der Eisenbahn drüber. Und zuletzt als 20. Hund der Tibet Mastiff, auch Tibet Dogge oder Doki genannt, ein sehr alter Hundetyp, urwüchsig und im Normalfall nicht ganz so einfach zu halten. Und obwohl sein Äußeres zu diesem Vergleich verleitet, Teddybären sind das eher nicht. Ja, liebe Zuseher, Black and Tan, schwarz und braun, schwarz mit Brand, ist eine sehr schöne Farbe in der Hundewelt. Vielleicht sehen Sie das ja ähnlich wie ich. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.